Dieser Brief, der ist ganz klar an mich adressiert. Irgendwas sagt mir, dass er genau gewusst hat, was er da schreibt. Was soll denn das für eine mysteriöse Schwester sein? Du hast eine Schwester. Ist ja wohl eindeutig. Und wenn Charlie doch die Wahrheit gesagt hat und Arno den Brief einfach in einem sehr verwirrten Zustand geschrieben hat? Ich fang Arno noch mal ab. Wir kriegen das wieder hin. Wir kriegen das wieder hin? Wir? Spinnst du jetzt komplett? Du hast alles kaputt gemacht! Ich bin mir sicher, diese Feier hätte Arno sehr gefallen. Danke, Can, für alles. Ich denke immer noch, er kommt jeden Moment zur Tür rein und sagt, was guckt ihr denn so? Glaubt ihr wirklich, ich wäre für immer gegangen? Ja, das wird eine Weile brauchen, bis wir das so richtig begreifen. Kann ich dich mitnehmen, irgendwo absetzen? Oh ja, gerne. Ich komme gleich nach, ja? Ja. War ein harter Tag für dich, hm? Wenn du meine starke Schulter brauchst. Danke, Olli. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Du wirst mich so schnell auch nicht los. Hey, ich bring dich gleich nach Hause, ja? Warum kann ich nicht hier bleiben? Ich will hier dieses Pensionszimmer. Sie können ja erst mal zu mir kommen, Jessica. Ja? Danke. Ich hol nur meine Sachen. Ich warte. Oh, Olli. Das mit der starken Schulter, das gilt auch umgekehrt. Du weißt, dass du immer auf mich bauen kannst. Arno hat eingeschrieben. Ich hätte mich auch über einen Brief von ihm gefreut. Olli, das darfst du nicht persönlich nehmen. Arno hatte in letzter Zeit so viele Aussetzer. Du warst ihm wichtig, das weiß ich. Hey, du bist noch wach? Willst du auch eins? Nö. Kommst du von der Beerdigungsfeier? Ja. War Dana auch da? Alle waren da, außer Andi, Daniel und dir. Ich wollte Dana nicht über den Weg laufen. Ich schätze, das war ja auch lieber so. Ah, verdammt! Sehr weh. Kaltes Wasser hilft. Geht schon. Sag mal, Dana und du, denkst du, das renkt sich noch mal ein? Frag mich was Leichteres. Glaub mir, ich würde alles tun, um diese Nacht mit Jessica ungeschehen zu machen. Ich kann mich ja nicht mal daran erinnern. Oh, das macht das Ganze natürlich viel besser. Ich frag mich, wie viele Beziehungen diese kleine Bitch noch zerstören muss, wenn er mit jedem Mann in die Kiste springt, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Aber muss man ja auch mit sich machen lassen. Dankeschön. Bitteschön. Ich verstehe, dass du nicht besonders gut auf sie zu sprechen bist. Erst Andi, dann Daniel. Und wenn sie nicht auch noch mit Christian in die Kiste gesprungen wäre, dann würde ich ihr glatt unterstellen, dass sie mir persönlich eine reinbürgen will. Ach, so tickt Jessica nicht. Weißt du, Jessica ist mir sowas von egal. Weißt du, was ich nicht verstehe? Du leidest wie ein Tier, weil du Dana so sehr liebst. Okay, du hast einen riesen Fehler gemacht und sie ist stinksauer auf dich. So recht. Aber willst du jetzt für den Rest deines Lebens nachts fettige Spiegeleier braten, weil du vor Liebeskummer nicht schlafen kannst? Wenn du so nicht übertreibst ein bisschen? Ich übertreibe. Also wenn du Dana wirklich zurückhaben willst, dann hör auf, dich selber zu bemitleiden und mach was.
lebe dein Leben tapfer und mit Leidenschaft, aber pass auf dein Herz auf. Denn Leichtsinn ist nur deshalb ein Vorrecht der Jugend, weil man damit nicht alt wird. Arno hatte echt eine lyrische Ader. Hätte ich gar nicht gedacht. So nicht endlich mal deinen Brief aufmachen? Wozu denn? Ich weiß sowieso, was drin steht. Glaubst du wirklich, Arno macht dir Vorwürfe? Ich hau mich mal hin. Was war das denn? Mein kleiner Bruder kriegt's einfach nicht auf die Reihe, dass Arno wirklich tot ist. Und Charlie? Meine liebe Charlie, langjährige Wegbegleiterin und mein Engel der letzten Wochen. Ich weiß, dass ich es dir nicht leicht gemacht habe in der letzten Zeit. Und ich bewundere die Ausdauer, mit der du mich und meine Aussetzer immer wieder ertragen hast. Trotzdem werde ich deine Geduld nun ein letztes Mal strapazieren und dir etwas sagen, was du nur ungern hören wirst. Ich weiß, du wolltest Olli immer nur schützen und hast ihm deshalb nichts von deinem Geheimnis erzählt. Aber der Junge hat ein Recht auf die Wahrheit. Und ich denke, auch dir wird es besser gehen, wenn du dich von der Last befreit hast. Ist echt komisch, dass Arno dir keinen Brief geschrieben hat. Immerhin hat er neulich diesen seltsamen Brief an mich angefangen. Weißt schon, wo drin stand, dass ich angeblich eine Schwester haben soll. Vermutlich hat er deshalb gedacht, er hat mir schon geschrieben. Wie es aussieht, bin ich seiner Krankheit zum Opfer gefallen. Ich aus der Schule raus bin, desto weniger habe ich Bock, wieder hinzugehen. Ja, das kann ich verstehen. Wenn ich nicht den Deal mit Ansgar hätte, dass ich jetzt mein Abi machen soll, dann würde ich auch nicht so viel Zeit dafür investieren. Opa will, dass ich was aus meiner Stimme mache. Er glaubt, ich habe Talent. Und wer hat dir das schon vor Monaten gesagt? Ja. Timo? Ja, der auch, aber wer noch? Meine beste Freundin wird ein Megastar. Nee, meine beste Freundin wird ein Megastar. Meine beste Freundin. Ein Megastar, den aber niemand zu Gesicht bekommt, weil ich mich nicht mal aus der Garderobe raustraue. Ach, Theo. Und bei dir, Emilio? Was sagt Arno zu deiner Zukunft? Naja, also warte mal, lass mich raten. Du revolutionierst die deutsch-venezolanische Küche, richtig? So was musste ja kommen, ja. Nee, aber in die Richtung. Er meint, die Bar ist ein guter Anfang. Ja, wenn sie fertig renoviert ist, schon. Wie, was denn? Wann war noch mal die Eröffnungsparty? Na bald, ganz bald. Und wir ziehen das durch bis dahin, ne? Ja. Fragt sich nur, wie ihr das so schnell hinkriegen wollt. Immerhin arbeitet ihr beide bei LCL. Ja, aber das müssen wir auch, sonst können wir uns den ganzen Spaß nicht leisten. Das klingt nicht wirklich nach viel Zeit. Naja, ob viel oder wenig ist im Endeffekt ja auch egal, denn alles ist relativ. Wir schaffen das schon. Relativ stressig, meinst du? Ach, Quatsch. Mein Job bei RTL ist eigentlich ganz locker. Und über die Schule mache ich mir erst Gedanken, wenn es soweit ist. Also, todo bien. Schön hätte ich es nicht sagen können, Frau Wolf. You could never be a face in the crowd, so you're traveling on out. Well, you know I'll never say it out loud, but I'll be traveling with you. Hey, I'm too weak, it's too much to fight on. The past so strong, but now I don't think too much of the time. I'll just try to keep up. Can't believe what's happening now.
Morgen. Ist was? Weißt du, was das ist? Danas Reitgerte. Schön. Weißt du, was das bedeutet? Sag's mir. Als sie Urlaub genommen hat, da hat sie sie mitgenommen. Und jetzt ist sie hier. Das heißt, sie war seitdem noch mal hier. Zum Ausreiten. Und? Ja, verstehst du nicht? Sie muss damit gerechnet haben, mich zu treffen. Und sie ist trotzdem gekommen. Das heißt, das macht ja nichts mehr aus. Was genau jetzt? Naja, also hier zu sein, mich zu sehen bei mir. Also ich will ja kein Spielverderber sein, aber hast du schon mal daran gedacht, dass es einfach nur zeigt, wie gerne Dana reitet? Wo willst du hin? Na, ich werde mit dir reden. Schade, dass man sich seine Familie nicht backen kann. So einen Opa wie Arno hätte ich mir gewünscht. Verständnisvoll, lustig. Ja, das war er. Sofern man seine Meinung war. Stimmt. Sonst ist man lieber in Deckung gegangen. Ich fand's toll, wie klug er war. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er auf alles eine Antwort weiß. Ich hätte ihn gern noch so viel gefragt. Charlie kann dir bestimmt noch die ein oder andere Frage beantworten. Wenn Sie wollen, Jessica, dann erzähle ich Ihnen gerne mehr über Arno. Und das ein oder andere kann ich bestimmt auch noch beisteuern. Nur für den Fall, dass du manche Sachen nicht ganz korrekt wiedergibst. Warum sollte ich das tun? Weil du dich gerne ins beste Licht drückst. Naja, Eitelkeit ist doch nun ganz und gar nicht meine Untugend. Was machst du denn hier? Die wollte ich dir bringen, hast du vergessen? Du bist heimlich ausgeritten. Und wie ich dich kenne, bestimmt nicht nur einmal. Darum ist Lucky Star so gut drauf. Hm? Normalerweise vermisst er dich schon, wenn er dich nur einen Tag nicht sieht. Und jetzt? Willst du mir das Reiten verbieten? Nein, im Gegenteil. Im Herbst stehen wichtige Rennen an. Ich muss wissen, ob ich mit dir rechnen kann. Nein. Und es wäre sowieso besser, wenn du das in Zukunft mit Christian besprichst. Ist auch praktischer, dann musst du nicht extra herkommen. Mach's gut. Hey, sag mal, weißt du schon, wann du heute rauskommst? Keine Ahnung. Jessica ist nicht da. Ich muss ihren Job mitmachen. Also jetzt nicht, dass es besonders schwierig wäre, aber ich glaube, das wird nichts mit frühen Feierabend. Ey, das ist blöd. Wir haben die Maschinen und Werkzeuge nur für heute gemietet. Da müssen wir halt Gas geben. Ja, ich bin der Meister des Gasgebens, aber hilft nichts, weil ich komme ja auch nicht früher raus. Verdammt. Ich hab's. Sportstudenten. Ja, wir rufen bei der Jobvermittlung an und die sollen uns ein paar Studenten organisieren. Ja, ich sehe es schon vor mir. Super Idee. So aufgetunte Muskelberge, die unser Zeug von A nach B schleppen. Was glaubst du, wie schnell wir da fertig werden? Ja, vergiss es. Eifersüchtig? Ich bin nicht eifersüchtig, ich bin pleite. Du übrigens auch. Oh, ja, stimmt, da war ja noch was. Ja gut, dann bleibt uns eben halt nur der Feierabend. Aber es ist ja nicht so schlimm, es ist ja länger hell. Ja, und wird später dunkel. Warte. Sanchez, ey. Ja, genau, da bin ich. Heute Nachmittag schon? Nee, das ist doch kein Problem. Klar, gut, dann bis dann. Tschüss. So, Madame, jetzt haben wir ein Problem. Warum? Ich hab schon nur eins gegessen. Darum geht's nicht. Die bringen den Krempel schon in 2 Stunden. Wir müssen irgendwie ans See kommen. Das ist Iris. Mit Susanne, die haben Sie ja gestern bei der Beerdigung kennengelernt. Und das wiederum ist Susanne mit ihrer Tochter Lisa. Charlie, dieses Who is für Jessie, glaube ich, genauso spannend wie ein Videoabend bei Tante Else.
Nein, das interessiert mich. Nicht. Bitte schön. Oh, heiß. Von Tigerlilly an... Von Tigerlilly an Steppenwolf? Ich wusste ja gar nicht, dass Arno eure Mails ausgedruckt hat. Ja, wahrscheinlich war das ein besonders schöner Brief. Ja, dann schauen wir doch mal. Bitte gehen wir. Reine Privatsache. Also ich verstehe halt nur Bahnhof. Naja, vor ein paar Jahren hatte die flotte Charlotte mal eine ziemlich heiße Internetromanze mit Arno. Internetromanze, da kannte ich ihn schon eine Ewigkeit. Aber wir waren eben beide auf der Suche. Ja, oder so. Also jedenfalls wussten beide nicht, mit wem sie es zu tun haben. Arno war Steppenwolf und Charlie... Tigerlilly. Ja. Wie süß. Ich wusste ja, dass ihr ein ganz besonderes Paar sind. Ist das hier? Keine Ahnung, das sieht aus, als hätte Christina gebastelt. Luca, was gibt's denn? Warum? Der Schlüssel zum Weinkeller. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, Luca, ich habe ihn tatsächlich. Es tut mir so leid. Ich komme gleich vorbei, ja? Mhm. Ihr Lieben, ich muss ins Schneiders. Ihr kommt allein zurecht, oder? Na klar, wir haben ja zu tun. Ja. Und falls wir noch was von Tigerlilly finden... Lass ihr die Finger davon. Klar. Hast du schon mit Tanja gesprochen? Nee, mir fällt überhaupt keine Ausrede ein. Mir auch nicht. Ja, und wenn du noch eine Schnittverletzung hast, ich meine, das kann ja als Koch passieren. Genau, und dann werde ich vor die Tür gesetzt als schlechtester Caterer der Welt. Und das nicht zu Recht. Warte, ich hab was. Tanja, das sind doch die Aufnahmen vom letzten Shooting. Sollten die nicht längst beim Fotografen sein zur Nachbearbeitung? Schick einen Boten rüber. Ich würde das lieber selber machen. Dann kommt das alles auch sicher an. Von mir aus. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt du? Ich könnte mir vorstellen, Emma würde sich freuen, wenn wir dreimal endlich wieder was gemeinsam unternehmen. Sebastian, ich kann hier nicht alles stehen und liegen lassen. Entschuldigung, Frau von Landstein, mir ist nicht gut. Ich glaube, ich habe mir den Magen verdorben. Ich weiß schon, warum ich meine Finger von ihren Häppchen lasse. Sie sehen aber auch wirklich gar nicht gut aus. Schieben Sie ab. Gut, morgen bin ich 100%ig wieder fit. Dankeschön. Na, wenn du nichts essen willst, dann trinkst du halt einen Kaffee. Ist sowieso besser für die Figur. So, was soll das denn jetzt heißen? Das ist schon wieder einer dieser Tage. Los, jetzt geh hin und rede mit ihm. Warum? Na, ich will nicht drauf rumreiten, aber als ihr mich damals betrogen habt, habe ich euch auch verziehen. Weil sogar ich kapiert habe, dass ihr euch liebt. Ja, so sehr, dass er gleich mit Jessica in die Kiste steigt. Ja, das war blöd. Aber er war betrunken und ihr hattet Streit. Sag mal, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Natürlich auf einer. Entschuldigung, ich will euch nicht stören, aber hast du noch mal über die Herbstrennen nachgedacht? Nein. Wenn ich mich nicht irre, stehst du immer noch bei mir unter Vertrag. Was soll das denn jetzt heißen? Dass ich davon ausgehe, dass du deinen Vertrag erfüllst und für mich reitest. Dann muss ich mich also um einen neuen Jockey kümmern. Okay? Ich gebe dir 1 Stunde Bedenkzeit, falls du es dir anders überlegst. Hast du das gehört? Jetzt stellt er mich auch noch vor ein Ultimatum. Naja, genau genommen hat er recht. Du bist bei ihm angestellt. Ist das mein Problem? Ja, weil dir das Gestüt genauso am Herzen liegt wie ihm. Habt ihr Urlaub genommen oder was? Nicht direkt. Ich habe ganz schlimme Bauchschmerzen. Ja, und ich musste diese DVD zum Fotografen bringen und sowas kann Stunden dauern. Stunden. Aber hätten wir gewusst, dass ihr da seid. Dann hättet ihr uns wahrscheinlich schön alleine schuften lassen, richtig? Und dann irgendwo anders euch vergnügt. Ja, vielleicht gehst du doch zurück in die Firma. Ich meine, wir haben jetzt Hilfe. Was? Wieso denn? Also mich vermisst doch da eh keiner. Und wenn doch? Ja, dann müssen Sie sich ausnahmsweise Ihre Akten mal selber raussuchen. Das ist meine Frau.
Luca, ich lege ihn das nächste Mal direkt wieder dahin zurück, damit sowas nicht nochmal passiert. Ich werde darauf achten. Danke. So viele Erinnerungsstücke. Ich weiß nicht, ob ich mir die so schnell ansehen könnte. Naja, Olli und Jessica waren dabei. Das hat es mir leichter gemacht. Weißt du, was mich sehr berührt hat? Arno hat eine E-Mail ausgedruckt und aufgehoben, die ich ihm damals als Tigerlily geschickt habe. Erinnerst du dich? Nein, wirklich? Oh Gott. Was ist denn der Brief? Nicht auszudenken, wenn Olli den in die Finger bekäme. Oh, Sean, glaubst du nicht, dass dein Neffe so höflich ist, die Korrespondenz zwischen dir und Steppenwolf zu ignorieren? Es geht ja um was anderes. Na, um was denn? Um eine ganz alte Geschichte. Und ich weiß nicht, ob Arno es Olli gegenüber nicht doch erwähnt hat. Aber ich denke, Arno hat Olli gar keinen Brief geschrieben. Nein, hat er ja auch nicht. Elisabeth, es tut mir leid. Ich muss mich jetzt sofort darum kümmern. Bis später. Olli? Warte mal, ich glaube, Arno hat dir doch einen Brief geschrieben. Hier. Was ist denn den auf einmal her? Der lag unterm Tisch. Hey, Arno hat Olli wahrscheinlich doch nicht vergessen. Der lag bei dir unterm Tisch? Komisch, oder? Wieso? Naja, erst schreibt Arno mir einen halben Brief, in dem er sagt, ich habe eine Schwester und kann sich kurz danach nicht mehr dran erinnern. Dann schreibt er zig Briefe an Freunde und Verwandte und lässt mich aus, warum auch immer. Und jetzt taucht doch noch ein Brief auf. Ist der dir nicht aufgefallen? Der muss doch schon ewig unter deinem Tisch gelegen haben. Seit Arnos Tod ist so einiges an mir vorbeigegangen. Das ist ja auch kein Wunder. Ist doch egal, Hauptsache er hat dich nicht vergessen. Viel Spaß beim Lesen. Danke. Hast du schon einen? Ein was? Ein Jockey. Für das Grafenberg Open. Ich wollte gerade ein paar Kandidaten anfragen. Ich kann es mir nicht leisten, die nächsten Rennen einfach sausen zu lassen. Ich weiß. Kann es sein, dass du mir irgendwas sagen willst? Mein unbezahlter Urlaub war lang genug. Das heißt? Ich werde wieder für dich reiten. Ich glaube, Lucky braucht Bewegung.
Alles klar bei dir? Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich mir das alles ein bisschen zu leicht vorgestellt. Weißt du, nächste Woche fängt jetzt auch noch die Schule an und was soll ich? Abi? Ach, komm, so schwierig ist das Abi nicht. Glaubst du, was du da sagst? Ja, Weißt du, im Gegensatz zu mir kennst du den ganzen Stoff schon. sei doch froh. Ich bin Spitzen-Nachhilfelehrer. Und ich kann dir ja auch noch helfen. Na, Doppelpack. Vielleicht rede ich doch noch mal mit Ansgar. Ja, obwohl aus der Nummer lässt er mich wahrscheinlich liegen. Ne? Ah, nachher haben wir Maschinenprobleme, was? Nee. Deckung, komm. Lass mich raten. Lucky Star hat Nachwuchs bekommen. Nein, du bist zum Gestütsleiter des Jahres gewählt worden. Oder? Oder? Du hast einfach nur deine Leidenschaft für Tango Argentina entdeckt. Kalt. Ganz kalt. Ah, sag nichts. Dann hat dir deinen Seitensprung verziehen. Ah, schon besser. Also hat sie noch nicht ganz, aber ich glaube, sie ist kurz davor. Also habt ihr geredet? Ja, sie wird wieder für mich reiten. Wow, immerhin. War meine Theorie also doch richtig, ja? Oder meine. Dana reitet einfach für ihr Leben gern. Ja, aber das könnte sie überall tun. Jedes Gestüt würde sie mit Kusshand nehmen. Aber nein, sie hat sich für mich entschieden. Mein Gestüt. Wow, dann ist das vielleicht wirklich ein Anfang. Aber so nebenbei über die Jessica-Geschichte habt ihr nicht gesprochen. Nein, dazu sind wir noch nicht gekommen. Ah ja, aber du spürst, dass sie dir verzeihen wird. Ich habe ein gutes Gefühl. Dann drücke ich dir die Daumen. Vielleicht lässt es ein bisschen langsam angehen und überstürzt nicht gleich alles. Was denkst du denn? Ich werde mich total zurückhalten. Okay, ja gut, dann gehe ich davon aus, dass die hier nicht alle wie Dana sind. Charlie, ich bin's, Olli. Ich komme. Hab ich dich geweckt? Nein, nein, komm rein. Ich habe Arnos Brief gelesen. Und? Was schreibt er? Am besten liest du selbst. Nein, lieber nicht. Okay, interessiert's dich überhaupt? Ich wusste gar nicht, dass Arno so eine hohe Meinung von mir hatte. Wieso? Wie meinst du das? Naja, er schreibt, dass ich einen super Charakter habe und dass ich toll zu Christian passe, immer da bin, wenn jemand Hilfe braucht. Und dann schreibt er noch, dass das neue No Limits ohne mich niemals das gleiche Flair gehabt hätte wie das alte. Und das ist alles? Also, ich habe mich darüber gefreut. Naja, wie auch immer, ich muss mich wohl bei dir entschuldigen. Du dich bei mir? Ja, weil ich dir nicht geglaubt habe, dass ich keine Schwester habe und weil ich nicht geglaubt habe, dass Arno diesen Brief wendet. Charlie, Sie wollen hier im See baden? Nein. Der ist eiskalt, also ehrlich. Ja, ganz ehrlich, ey, ich meine, ich habe nicht länger als 2 Minuten ausgehalten und ich bin nun wirklich ein rattenscharfer Typ. Gott, und bei diesem abgestandenen Wasser kriege ich Ausschlag. Schönen Tag noch. Dann bleibst du eben mit Emma auf der Wiese und ich tauche allein nach den Fröschen. Es wird jetzt auch wirklich ziemlich laut werden, also. Oh mein Gott, wenn du damit rumhantierst, bräuchten wir einen Sanitäter in der Nähe. Nein, also ich kenne mich damit aus hier. Ja? Ja, Leo nimmt dann die Schleifmaschine, ne? Ja. Ja. Das war's dann wohl, hm? Wir werden doch da vorne kaum etwas davon mitbekommen.
Hier, also ich würde mir das hier ja noch mal überlegen. So mit dem ganzen Giftmüll, ne? Ja, das ist eine schräge Nummer. Da hat irgend so ein Idiot seinen ganzen Giftmüll einfach da reingeschmissen in den See. Und warum ist der See dann nicht längst abgesperrt? Ah, die Behörden, bis da sich einer mal irgendwie verantwortlich fühlt, das dauert. Nee, komm du mir jetzt nicht mit Freibad. Spinnt wohl. Tschüss. Schönen Tag noch. Ja. Wie knapp war das denn? Was heißt denn ja knapp? Sind die weg oder sind die weg, Emilio? Und wie weg? Ja, aber jetzt fahre ich erstmal zurück in die Firma und gebe auch vorher die DVD ab. Bam, 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 bam. Die ist weg. Die DVD ist weg. Mann, wenn die nicht auftaucht, bin ich tot. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Nein, es ist nur einfach alles ein bisschen viel im Moment. Die letzten Monate waren echt heftig für dich, hm? Eigentlich seit Arno erfahren hat, dass er Alzheimer hat. Ja, ich komme einfach nicht mehr zur Ruhe. Und dann komme ich auch noch an und texte dich damit zu, wie toll sein Brief an mich war. Wahrscheinlich wollen andauernd irgendwelche Leute mit dir über Arno reden. Nein, ich brauche einfach mal ein paar Tage Abstand. Hier musst du ja auch pausenlos an ihn denken. Weißt du denn schon, wohin? Richtung Meer. Hey? Hey. Wolltest du nicht ins No Limit? Doch, Du hast schon gepackt? Ja, ich dachte, ich muss los, bevor mich wieder der Mut verlässt. Sie wollen verreisen? Ja. Naja. Bisschen Erholung haben Sie ja sicher nötig. Jessica, was ist denn? Nichts. Ich dachte nur, ich könnte vielleicht noch mal hier schlafen, weil im Pensionszimmer bin ich nicht so gern. Ach, Sie können gerne hier bleiben, während ich weg bin. Wenn Sie sich vielleicht um die Blumen kümmern. Super, danke. Olli, und wenn du Arnos Sachen zusammenpackst und vielleicht eine Liste erstellst, was ich noch alles erledigen muss, wäre ich dir sehr dankbar. Habe ich dir doch versprochen. Okay. Wie, du willst jetzt direkt los? Du weißt doch noch gar nicht, wohin. Richtung Meer? Ist natürlich super konkret. Welche Hausnummer da? Tschüss, ihr beiden. Ihr glaubt es nicht. Ich bin beklaut worden. Was wurde gestohlen? Na, die DVD mit den ganzen Aufnahmen, die wollte ich doch zum Fotografen bringen. Und Ach, stimmt. Wann war das noch mal? Ich hatte es fast vergessen. Vor 3 Stunden? ja, ich habe zuerst gedacht, ich habe die verloren. Und dann bin ich noch mal den ganzen Weg zurück und habe noch mal alles abgesucht. Also bis zum Fotografen sind es ungefähr 10 Minuten. Das heißt, du bist den Weg 18 Mal abgelaufen, stimmt's? Ja. Also ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber... Ach, du warst ja auch so mit Suchen beschäftigt. Hier. Die lag in der Nähe eines Sees bei einem total verranzten Wohnwagen. Deine Freunde waren auch dort. Verrückt, oder? Timo und Leonie brauchten dringend was zu tun. Okay. Du merkst nicht, wenn eine Bombe hochgeht, oder? Du und dein Ehemann, ihr wolltet euch ein paar laue Stunden am See machen. Nein, Timo und Leonie brauchten wirklich unsere Hilfe. Und deswegen... Ach, das heißt, du bist nicht ausgelastet genug. Du kennst unser Knopflager? Nicht das Knopflager. Bis morgen früh um 8 hast du alle Knöpfe nach Form, Farbe und Größe sortiert. Was? Das sind Millionen? Dann solltest du dich ranmachen. Ich werde mir jetzt eine Schule aussuchen und dann werde ich mein Abi machen. Und dann bin ich hier die Chefin und du sortierst. Mir zittern die Knie. Du kümmerst dich jetzt um die Knöpfe. Ansonsten sind auch noch die Garnrollen dran. Süßer Senf. Hätte ich was vergessen.
Ich weiß ja, dass du Mortadella nie ohne isst. Frank, was soll das denn? Was denn um die Zeit? Hast du immer Hunger? Jetzt versuch bitte nicht, mich krampfhaft vom Gegenteil zu überzeugen. Ich kenne dich. Ich weiß, dass ich recht habe. Es geht nicht darum, ob du recht hast oder nicht. Als ich gesagt habe, dass ich wieder für dich reite, habe ich genau das gemeint. Ich reite wieder für dich, mehr nicht. Deshalb kannst du doch trotzdem ein Sandwich essen. Ich will auch nicht, dass du mir irgendwelche Brote schmierst oder mir extra süßen Senf besorgst. Ich will einfach nur normal mit dir arbeiten. Kannst du es bitte akzeptieren? So ein bisschen merkwürdig war das eben noch schon. Irgendwie, als ob Charlie vor irgendwas davonlaufen wollte. Warum? Ist Charlie weg? Ja, total überstürzt. Bei jedem anderen würde es mich wundern. Na, warum nicht bei Charlie? Weil sie schon immer für Überraschungen gut war? Sie war aber eben echt ganz schön durch den Wind. Ja, Olli, wundert dich das? Bei dem, was sie im Moment durchmacht? Arno, du fehlst mir so. Wie lange will sie denn wegbleiben? Wusste sie wohl selber noch nicht. Sie kennt ja noch nicht mal ihr Ziel. Schon komisch, die ganze Aktion. Findest du nicht auch, dass Charlie irgendwie total nervös gewirkt hat? Olli ist zwar für den Moment beruhigt, aber er wird wieder Fragen stellen. Irgendwann. Und ich kann sie ihm nicht beantworten. Habt ihr eine Ahnung, wer das hier ist? Nein, keine Idee. Du hast dein Versprechen gehalten und ihm in seinem Abschiedsbrief nicht gesagt, dass er eine Schwester hat. Er darf es nie erfahren. Niemals.